Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht ja, ich bin oben im Wohnzimmer, diesmal auf der Couch. Es gibt also kein Tabak-Review, sondern ich möchte euch heute wieder eine Pfeife vorstellen. Und zwar geht es diesmal wieder mal um eine um eine Pfeife aus einem dänischen Haus, ursprünglich dänischen Haus. Und konkret geht es um dieses schicke Stück hier. So, da bin ich wieder und hier ist auch entsprechend die Pfeife. Es ist eine Stanwell Calabash. Eine, wie ich finde, wunderschöne Pfeife. Sie wirkt sehr zierlich, sehr elegant. Hier eine schöne Metallapplikation. Wunderschön poliert. Mit einer, wie ich doch finde, recht ansprechenden Maserung. Rundherum. Eine schöne Pfeife. Für mich das Wichtigste bei der Pfeife ist eigentlich das hier unten. Könnt ihr sehen, Stanwell Made in Denmark Calabash. Und es gibt hierzu noch eine Nummer. Und zwar kann man die hier neben schön erkennen. BR14. Das BR scheint wohl für braun zu stehen. 14 scheint dann der Farbton selbst zu sein. Ich kenne das auch von meinen Rhodesians, die ich habe. Die haben ebenfalls diese Nummernbezeichnung. Und wie man hier sehen kann, wie gesagt, eine wunderschöne Pfeife. Mundstück, was mir sehr gut gefällt, ist ein Sattelmundstück, leicht gebogen aus Acryl. Hier kann man wunderbar erkennen, der Biss ist relativ flach, schön aufgefächert. Und selbstverständlich kommt dieses Pfeifchen hier mit einer Filterkammer für 9 mm daher. Diese Pfeife und auch die zweite Calabash, die ich besitze, hatte ich vor vielen Jahren über eBay ersteigert. Und da hatte dann dieses Stück hier 50 € kosten sollen. Das Schwesterstück ebenfalls. Ich war der einzig Bietende auf beide Pfeifen, habe vom gleichen Händler beide Pfeifen kassiert. Wie gesagt, sorry, mein Fehler. Es waren zwei Pfeifen, 50 € für beide. Mein Fehler. Ich habe 50 € gezahlt für beide Pfeifen. Das ist aber auch schon viele Jahre her. Also ich denke, das müsste so 2014, 2015 gewesen sein. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte beide Calabashs mit bei Danpipe im Sommer 2015. Hatte sie beide Michael Apitz gezeigt. Und der hat sich halt selbst einen Augenschein genommen. Und mir ging es eigentlich konkret hier um diesen kleinen Punkt hier hinten. Hier sieht man ja Stanwell, eine Krone und einen Punkt. Und er hat sich, wie gesagt, beide Pfeifen angeschaut, hat auch gesagt, 50 € für beide, super Preis. Pfeifenkopf, Füllung, Mittelfinger. Ihr habt ja schon das Video zu meiner anderen gesehen. Es passt also etwas mehr als ein Glied des Mittelfingers rein. Füllvolumen, mittleres Füllvolumen. Aber hier nach unten, der Kopf
ist konig nach unten. Die Bohrung hier ist leicht konig, entgegen meiner rustizierten, die ich habe, beziehungsweise sandgestrahlten. Das heißt also, hier muss man aufpassen an den Wänden hier unten. Da ist relativ wenig Holz. Hier oben hat man viel Holz, unten hat man weniger Holz. Deswegen halt, ich halte die Pfeife meistens so. Ich bin ja sowieso einer, der gerne die Pfeife in der Hand hält. Und schmöke sie. Ganz genüsslich. Beide werden ihre Freude haben. Die Pfeife ist ja federleicht. Man kann sie bequem zwischen den Zähnen fixieren. Mein Ding ist es jedoch nicht. Doch die Pfeife selbst, die ist mein Ding. Ich rauche sie sehr gern, genauso wie auch ihre Schwester. Und rauche aber hieraus hauptsächlich Mixed Jazz. Ich könnte zwar auch Flakes draus rauchen, mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt, aber aus welchem Grund auch immer, ich bleibe bei Mixed Jazz. Ich rauche ja am liebsten sowieso dänische Mixed Jazz, passt hier in doppelter Hinsicht. Und von daher war es das auch schon. Kurz, knapp und knackig. Hier nochmal das Farblogo. Falsch rum. Hier ist nochmal der Stempel. BR14 Stanwell Calabash. Von mir definitiv eine Empfehlung. Schaut zu, wenn ihr eine Stanwell Calabash Made in Denmark, ihr die irgendwo ersteigern könnt, eBay oder vielleicht beim Estate-Händler holen könnt. Holt sie euch. Es lohnt sich definitiv. Eine wunderschöne, zierliche Pfeife mit dennoch mittlerem Füllvolumen. Rauchvergnügen also gut eine Stunde, ein bisschen mehr. Von mir definitiv eine ganz klare Kaufempfehlung. Ich bin froh, dass ich beide habe und daher auch jetzt schon in gewohnter Weise danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und euren Tabaken. Kommentarfunktion kennt ihr ja. Lasst uns ein wenig über unsere Erfahrung mit der Stanwell Calabash austauschen. Oder, falls ihr selbst keine habt, hinterlasst mir einfach eure Meinung zu der Pfeife. Ich persönlich, wie gesagt, ich liebe sie, bin froh, dass ich sie habe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir gesund, bleibt meinem Kanal gewogen. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal hier. Macht's gut. Ciao.